Hallo und damit willkommen nach einiger Zeit mal wieder zu einem Video. Wie man im Titel schon lesen konnte, geht es in diesem Video darum, wie Deutschland als Pokémon-Region aussehen könnte. Natürlich basiert das auf meinen Ideen und wahrscheinlich würden viele von euch andere Städte bzw. Regionen mit reinnehmen. Dieses Video ist inspiriert von Mr. Buddy und insbesondere von dem Video zu Skandinavien, was wirklich beeindruckend ausführlich ist. Mein Video wird natürlich nicht die Qualität haben, da ich absolut nicht zeichnen kann und auch kein Profi im Umgang mit Photoshop oder so bin, also freut euch auf eine Menge Stockfotos und Improvisationen. Außerdem habe ich mir keine Namen für die Städte, Pokémon und das böse Team überlegt, aber ich glaube, da sind die Inhalte wichtiger. Das Video wird ungefähr wie folgt ablaufen. Zuerst zeige ich die Karte der Region und sage ganz kurz, welche Gebiete vorkommen. Dann komme ich dazu, wie die Reise in etwa verlaufen wird und erkläre die Städte genauer und dann kümmere ich mich um Story und Lore. Werfen wir also erst einmal einen Blick auf die Karte. Erst einmal zu den Symbolen. Die Vierecke sind Städte, die Kreise Naturgebiete, rot heißt, dass dort eine Arena ist, gelb heißt Stadt ohne Arena und grün heißt wirklich nur Natur, also keine Gebäude. Fangen wir mal oben an. Auf der linken Seite, kurz vor der dänischen Grenze, befindet sich Flensburg. Auf der rechten Seite haben wir natürlich Rügen als größte deutsche Insel. Weiter unten befinden sich im Westen Hamburg und Niedersachsen, im Osten haben wir unsere Hauptstadt Berlin. Auf etwa gleicher Höhe befinden sich dann das Ruhrgebiet und Leipzig. Nach Köln kommt dann südlicher Frankfurt am Main. In Süddeutschland haben wir dann noch den Schwarzwald, Friedrichshafen, die Alpen und München. Soweit zum kurzen Überblick über die Karte. Als nächstes kommen wir also zum Verlauf unserer Reise, bei dem wir uns auch genauer die einzelnen Orte anschauen. Generell bewegen wir uns im Verlauf des Spiels meist von Norden nach Süden, da sich meiner Meinung nach Süddeutschland besser für die Story eignet und außerdem mehr interessante Städte hat. Starten tun wir in Flensburg, wo wir natürlich wie immer gerade eingezogen sind. Flensburg habe ich gewählt, da der Startort hier immer eine kleine Stadt ist. Kiel würde Schleswig-Holstein zwar ebenso gut repräsentieren, ist aber einfach zu groß. In Flensburg sollten sich neben einigen Häusern und dem Labor natürlich auch einige Stege mit Booten befinden. Außerdem wäre es möglich, eine Referenz auf Handball einzubauen, indem man beispielsweise noch eine Sporthalle platziert. Ich denke, damit sollte Schleswig-Holstein dann ganz gut vertreten sein. Nach der Einführung geht es dann weiter nach Hamburg. Die Route dorthin enthält natürlich den Standard Route 1-Kram und ist noch nicht besonders spannend. In Hamburg erwartet einen dann auch die erste Arena. Hier würde sich natürlich eine Arena vom Typ Wasser anbieten. Neben der Arena sollten in Hamburg auf jeden Fall der Hafen und die Hafen City vertreten sein. Die Elbphilharmonie steht zwar noch nicht lange, sollte aber auf jeden Fall auch dazugehören. Es wäre theoretisch sogar möglich, die Arena in dieser unterzubringen. Sie könnte aber ebenfalls auf dem Wasser im Hafen untergebracht sein. Ebenfalls mit einbauen sollte man die Speicherstadt und das Miniaturwunderland. Die Reeperbahn ist natürlich auch eine Sehenswürdigkeit Hamburgs, aber da ich nicht noch ein Team Skull haben will, bin ich mir nicht sicher, inwiefern man die da einbauen kann. Vorschläge gerne in die Kommentare. Die nächste Route führt uns dann von Hamburg nach Niedersachsen, wo wir vor allem auf Pflanzen-, Normal- und Boden-Pokémon treffen könnten. Niedersachsen ist keiner speziellen Stadt nachempfunden, auch wenn ich den Punkt hier auf Oldenburg platziert habe, da Niedersachsen ohnehin nicht gerade für seine Städte bekannt ist. Niedersachsen ist ein Naturgebiet, in dem man vor allem Pokémon fangen und gegen einige Trainer kämpfen kann. Die Landschaft sollte wie in echt von Landwirtschaft geprägt sein und somit viele Felder beinhalten. Dies schließt bei Pokémon natürlich auch die Bärenfelder mit ein, die sich hier befinden sollten. Des Weiteren würde ich hier auch Windräder mit einbauen, da man diese erstens in Niedersachsen wirklich oft sieht und zweitens um die Energiewende in Deutschland zu symbolisieren. Soweit also zu Niedersachsen. Weiter geht es dann ins Ruhrgebiet, welches, wie man auf der Karte sieht, später im Spiel auch direkt von Hamburg aus erreichbar ist. Das Ruhrgebiet ist hier vor allem von Oberhausen und Essen inspiriert. Zum einen befindet sich hier die Zeche Zollverein, ein UNESCO-Welterbe, welches sich in echt in Essen befindet. Man könnte sie im Spiel noch in Betrieb haben oder sie wie in echt als Erinnerung an die industrielle Geschichte des Ruhrgebiets verwenden und dann auch das Ruhrmuseum mit einbauen. Neben der Zeche Zollverein findet sich außerdem das Centro und zumindest Teile von dem, was um das Centro herumsteht. Das Centro dient zum einen als das obligatorische Einkaufszentrum, in welchem wir viele Items und so weiter kaufen können, zum anderen symbolisiert es aber auch den erfolgreichen Strukturwandel im Ruhrgebiet. Und da ich bin, darf am Centro selbstverständlich auch eine Referenz an den Pokémon Day nicht fehlen. Im Ruhrgebiet befindet sich auch die zweite Arena und zwar in der Zeche Zollverein.
Die Arena ist dann passenderweise vom Typ Stahl. Nach dem Ruhrgebiet folgt dann meine eigene Heimatstadt Köln. Das Highlight der Stadt sollte natürlich der Kölner Dom sein, den man auch in die Story einbauen könnte. Des Weiteren sollte es neben einigen Geschäften in der Innenstadt auch die Rheinbrücken geben. Dabei könnte man sie entweder in das normale Spiel einbauen oder sie wenigstens in Zwischensequenzen, zum Beispiel bei einer Zugfahrt, zeigen. Ebenfalls in die Story einbauen lässt sich der Karneval, der natürlich nicht fehlen darf und beim ersten Betreten von Köln gezeigt werden sollte. Einige kleinere Dinge, die ich noch einbauen würde, wären zum Beispiel eine Ausgrabungsstätte oder ähnliches mit Hinweisen auf das Römische Reich, und zum anderen würde ich mir noch das Beethovenhaus von Bonn ausleihen und somit auf deutsche klassische Komponisten hinweisen. Dort könnte man ja vielleicht sogar als Feature einbauen, dass man den Stil der Spielmusik ändern kann oder ähnliches. Von Köln aus geht es dann weiter nach Frankfurt am Main, wo sich auch die nächste Arena befindet. Das Stadtbild von Frankfurt sollte hier natürlich wie in echt auch von den Wolkenkratzern des Bankenviertels geprägt sein und die Stadt sollte generell die modernste sein. Die Arena in Frankfurt wäre dann passend zum modernen Stadtbild vom Typen Elektro und würde sich auf dem Dach eines Wolkenkratzers befinden. Des Weiteren würde ich hier zwei Anspielungen in NPC-Dialogen einbauen. Zum einen wäre da zum Beispiel über einen NPC, der sich verwirrt hat, ein Hinweis auf Frankfurt an der Oder, und zum anderen ein NPC, der darauf hinweist, dass Frankfurt den größten Flughafen hat, da der Flughafen in der Hauptstadt noch nicht geöffnet hat. Was wäre eine Region in Deutschland auch ohne BER-Witze? Frankfurt kann man später auch in Richtung Osten verlassen. In der Story verlässt man es jedoch zuerst in südlicher Richtung und betritt das nächste Gebiet, den Schwarzwald. In dem sicherlich bekanntesten Wald Deutschlands findet man eine Arena, am besten vom Typ Pflanze oder Käfer, die sich auf einer Lichtung befindet und sehr naturbelassen ist. Deutlich interessanter sind jedoch die legendären Pokémon, die man ebenfalls im Schwarzwald finden wird, allerdings erst später in der Story und nicht beim ersten Betreten. Wir gehen danach noch weiter nach Süden und landen in der kleinen Stadt Friedrichshafen. Hauptelement der Stadt ist hier der Flughafen, in dem sich neben einem Luftfahrt- oder alternativ Flug-Pokémon-Museum, das auf dem Dornier-Museum basiert, auch die Arena der Stadt befindet. Diese ist wenig überraschend vom Typen Flug und befindet sich irgendwo auf dem Flughafengelände, am besten draußen, damit man im Hintergrund noch Flugzeuge oder Flug-Pokémon starten und landen sehen kann. Neben dem Flughafen gibt es in Friedrichshafen aber natürlich auch den Bodensee zusammen mit Sicht auf die Alpen und der Möglichkeit, Wasser-Pokémon zu angeln. Auf Friedrichshafen folgen dann die Alpen. Zunächst sind diese nur landschaftlich beeindruckend und beherbergen eine Arena in großer Höhe. Diese Arena könnte die Typen Gestein, Eis, Kampf oder eine Kombination von zum Beispiel Gestein und Eis haben. Sie könnte entweder auf dem Gipfel eines Berges oder in einem Berg drin sein. Später werden die Alpen durch die Story interessant, da sich dort der Showdown abspielen wird und sich auch das Hauptquartier des bösen Teams dort befindet. Die nächste Stadt ist dann München, wo das Stadtbild von der Frauenkirche und der Altstadt geprägt wird. München hat tatsächlich keine Arena, aber im Postgame kann man hier sicher gut das Oktoberfest einbauen, indem man zum Oktoberfest zum Beispiel noch ein Kampfturnier hinzufügt. Deutlich nördlicher befindet sich dann mit Leipzig die nächste Stadt und der erste Schauplatz in Ostdeutschland. In Leipzig befindet sich dann die vorletzte Arena. Mein Typvorschlag wäre hier Kampf, da dieser Typ zu der anderen Sehenswürdigkeit der Stadt passt. Diese ist nämlich das Völkerschlachtsdenkmal, welches natürlich nicht nur gut aussieht, sondern uns auch Informationen zur Hintergrundgeschichte der Region gibt. Nun kommen wir also zur Hauptstadt, die auch die letzte Arena beinhaltet, Berlin. Die Arena an sich könnte man ziemlich frei gestalten, da sie am wenigsten an irgendeinen Naturraum gebunden ist. Sie könnte zum Beispiel eine Referenz an die Berliner Clubszene oder genauso gut an den Bundestag sein. Meine Ideen für Typen wären Psycho, Normal, Fee, Feuer, Gift oder Drache. Wenn die Arena diesen nicht repräsentiert, sollte der Bundestag bzw. das Reichstaggebäude und ein Teil des Regierungsviertels natürlich trotzdem eingebaut sein. In der Stadt befindet sich noch eine Referenz an die ehemalige Berliner Mauer und das ARD Hauptstadtstudio, das man als Easter Egg betreten kann und dann einen Einblick in das Studio der Pokémon-Nachrichten bekommt. Und wo wir gerade bei Fernsehen sind, der Fernsehturm darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Etwas außerhalb der Stadt finden wir dann natürlich noch die Siegesstraße und die Pokémon-Liga. Der letzte Ort, den es noch gibt, ist Rügen. Ehrlich gesagt gibt es hier nicht besonders viel zu sehen. Ich würde dort einfach eine Art Safari-Zone oder ähnliches einbauen und eine Möglichkeit schaffen, den Spieler im Postgame noch ein bisschen zu beschäftigen. Landschaftlich ist Rügen also ganz schön, aber an sich ziemlich unspektakulär. Damit sind wir jetzt also durch mit dem Blick auf die Karte und dem Aussehen der Region. Kommen wir jetzt also zum zweiten Teil, der sich mit Story und Lore beschäftigen wird. Erst einmal, bevor der Teil beginnt, will ich kurz anmerken, dass ich kurz die Idee hatte, die Edition tatsächlich so zu gliedern, dass es zwei unterschiedliche Stories oder zumindest Perspektiven gibt.
Ich hätte mich dann am Kalten Krieg orientiert und eine Edition hätte in Ostdeutschland und die andere in Westdeutschland begonnen, wobei mit der Zeit die Storys zusammengeführt worden wären. Allerdings ist mir zu dieser Idee nicht genug eingefallen, aber wenn jemand, der zuschaut, Ideen hat, kann er oder sie natürlich gerne einen Kommentar hinterlassen oder vielleicht sogar ein eigenes Video dazu machen. Naja, genug darüber geredet, kommen wir jetzt einmal zur tatsächlichen Story. Starten würde ich das Spiel nicht direkt mit dem üblichen Du bist eingezogen, sondern ähnlich wie zum Beispiel in Pokémon Colosseum mit einem Fernsehbericht über das böse Team, welches zum Beispiel gerade einen Durchbruch bei der Forschung nach einem legendären Pokémon hatte. An diesem Punkt wäre das Team noch nicht sehr bedeutend, was sich aber natürlich ändern wird. Dann kommt der ganze Standardkram, man wählt einen Starter aus und so weiter. Nachdem man dann die Arena in Hamburg besiegt hat, sich in Niedersachsen mit frischen Pokémon versorgt hat und dort auch das zweite Mal gegen seinen Rivalen gekämpft hat, geht es weiter in Richtung Ruhrgebiet. Das Ganze würde ich über eine Zwischensequenz während einer Zugfahrt lösen. Während unser Protagonist vielleicht mit seinem Rivalen im Zug sitzt, gibt es Neuigkeiten, die alle im Zug mitbekommen. Der Himmel verdunkelt sich obligatorisch und man sieht einen Lichtblitz oder ähnliches in der Ferne. In den Nachrichten wird berichtet, dass es dem bösen Team gelungen ist, das erste legendäre Pokémon zu fangen bzw. unter ihre Kontrolle zu bringen. Das Team wird interviewt und kündigt an, es zur Forschung zu nutzen, was im Zug gespaltene Reaktionen hervorruft. An der Stelle könnte man vielleicht auch kurz im Zug herumgehen und mit einigen NPCs reden, bevor man den Zug verlässt. Im Ruhrgebiet kümmert man sich dann erst um die Arena und geht weiter nach Köln. Dort nimmt man erstmal am Karneval teil und zieht sich in der Stadt um. Dann trifft man zufällig seinen Rivalen, der, wie viele andere Interessierte auch, an einer Infoveranstaltung des Teams teilnimmt, während der Protagonist sich auf seine Orden konzentrieren möchte und weiter nach Frankfurt geht. Bevor man dort die Arena besiegt, trifft man einen Wissenschaftler, Darmstadt ist ja nah genug. Dieser klärt einen dann über die legendären Pokémon auf, was ich an der Stelle auch mal eben tun werde. Die beiden legendären Pokémon basieren darauf, dass Deutschland als Land der Dichter und Denker bekannt ist. Das eine legendäre Pokémon steht dabei für Wissen und Innovation, während das andere Pokémon für negative Eigenschaften wie Egoismus, Machtgier oder Rücksichtslosigkeit steht und zeigt, was mit Wissen in den falschen Händen passieren kann. Und wo wir gerade beim Erklären sind, erkläre ich auch eben ein paar andere Dinge. Zuerst zur Hintergrundgeschichte der Region, die natürlich auf der Geschichte Deutschlands basiert. Anfangen tut diese im Mittelalter mit einem Verbund aus vielen Königreichen, basierend auf dem Heiligen Römischen Reich, das weder heilig noch römisch noch wirklich ein Reich war, aber anderes Thema. Ich würde an der Stelle auch ein damals rivalisierendes Nachbarkönigreich mit schönen Landschaften erwähnen, womit dann Österreich gemeint ist. Alles vom Mittelalter bis zum Großen Krieg würde ich skippen, da es einfach nicht so relevant ist. Dann kommt der angesprochene Große Krieg, der quasi der Erste Weltkrieg ist. Dieser war sehr tödlich für die gesamte Welt und zeigte erstmals das gefährliche Potenzial neuer Technologien. Nach diesem Großen Krieg wurde die Region dann geteilt, ich habe die Teilung Deutschlands also vorgezogen, und nach langer Zeit wieder vereinigt. Jetzt zu guter Letzt noch zum bösen Team, dessen Logo ihr hier gerade seht. Dieses will beide legendären Pokémon nutzen, um die Welt besser zu machen und weist darauf hin, was die Technologien des Großen Krieges alles Positives hätten erreichen können. Das Team sieht es so, dass nur sie diesen Fortschritt erreichen können und alle anderen, die anderer Meinung sind, Fortschritt verhindern und es nicht wert sind, diese Welt weiter zu blockieren. So, diese Einschübe von wichtigen Hintergrundinformationen mussten jetzt mal sein, kommen wir also zurück zur Story. Wir befinden uns gerade in Frankfurt und ein Wissenschaftler erklärt uns die Fähigkeiten, die mit der Kraft der legendären Pokémon erreicht werden können. Gleichzeitig erklärt er aber auch, dass dies wegen des legendären Pokémons mit negativen Eigenschaften nicht möglich ist und Menschen immer die Kontrolle über sich verlieren und die Technologie missbrauchen werden. Nachdem der Protagonist oder die Protagonistin also die Gefahr zusammen mit einigen Wissenschaftlern erkannt haben, kämpft man in der Arena von Frankfurt und überzeugt zumindest einen Großteil von Frankfurt davon, dass die Ziele des bösen Teams keine gute Idee sind. Die nächsten zwei Arenen verlaufen relativ normal, wobei uns immer mehr Leute begegnen, die für das Team sind. Wir gehen also einmal an den Alpen vorbei, besiegen die Arena in München und bekommen wieder Nachrichten. Dieses Mal landesweit über alle Kanäle. Darin verkündet das Team, dass sie bald das zweite legendäre Pokémon fangen werden und bekommen, hier kommen dann mehrere Cutscenes, an einigen Orten Unterstützung, an anderen nicht. Teilweise brechen hierbei Kämpfe zwischen Befürwortern und Gegnern aus. In München sehen wir dann auch einen Charakter, der im Zug bereits das Team leicht befürwortet hat. Er ist aus dem Team ausgestiegen und auf der Flucht, da er mitbekommen hat, was die Pläne des Teams sind und realisiert hat, dass diese nicht gut gehen können. Dieses ehemalige Mitglied verrät uns dann, wo das zweite legendäre Pokémon ist. Wir brechen also schnell zum Schwarzwald auf, um das böse Team aufzuhalten und treffen dabei seit langer Zeit unseren Rivalen wieder, der inzwischen ein höherrangiges Mitglied im Team ist. Es gibt hier eine Diskussion mit ihm über die Werte, Ideale und Ziele des Teams, die natürlich in einem Kampf endet. Haben wir nun den Rivalen besiegt, können wir jedoch nur noch dabei zusehen, wie das Team das zweite legendäre Pokémon zu ihrem Hauptquartier in den Alpen transportiert. Wir gehen also wieder in die Alpen und müssen uns durch ein Hauptquartier, das in die Berge hineingebaut ist, kämpfen.
Hierbei hilft uns wieder der Aussteiger oder die Aussteigerin und wir gelangen zum Raum des Anführers, in dem auch unser Rivale anwesend ist. Der Anführer hält hierbei eine Ansprache für das Fernsehen, in der er dazu aufruft, alle, die gegen den Fortschritt sind, loszuwerden und ankündigt, Frankfurt, dort haben wir dafür gesorgt, dass viele gegen das Team sind, wenn nötig zu zerstören. An diesem Punkt realisiert unser Rivale, wie gefährlich das Team ist und rennt aus dem Hauptquartier heraus. Das Ex-Teammitglied, das uns begleitet, holt dann Unterstützung, während wir uns weiter durch das Hauptquartier kämpfen. Wir merken dabei, dass unkontrolliert immer mehr Energie freigesetzt wird und gehen ins tiefste Innere des Hauptquartiers, wo die legendären Pokémon sind. Zusammen mit der Verstärkung, die eintrifft, besiegen wir zuerst den Vorstand des Teams und dann den Anführer. Nachdem die Gefahr also vorerst abgewandt ist, können wir uns in Leipzig unseren nächsten Orden holen. Bevor wir jedoch nach Berlin können, müssen wir zunächst noch in einigen Städten, in denen sich Unterstützer befinden, dafür sorgen, dass erkannt wird, dass die Ziele des Teams nicht erreichbar sind. Teilweise durch Worte, teilweise durch Kämpfe. Damit haben wir dann erreicht, dass auch niemand mehr das Team wieder aufbauen könnte. Nachdem also alle Teammitglieder aus der Region geflohen sind, können wir uns unseren letzten Orden erkämpfen und schließlich endlich Champ werden. Und das war es dann auch zu Deutschland als Region. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann.